Ihr wisst, ich liebe Ordnung und mag es, wenn ich Dinge schnell finde und alles griffbereit habe. Leider war das in unserem 3D-Druckraum nicht der Fall. Ich habe eine bestimmte Filamentfarbe in unseren 8 Filamentkisten für meinen Geschmack einfach zu lange gesucht. In diesem Video lösen wir dieses Problem. Wir drucken magnetische Filamentkärtchen und recyceln dabei sogar die RFID-Chips aus den originalen Bambolab-Spulen. Bleibt also unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, was ich mit den RFID-Chips Cooles angestellt habe. In meinem Video Filament trocken und praktisch lagern, so machen wir's, habe ich unser Filamentlager aufgeräumt. Aus 2 großen Sammlerkisten zur Filamentlagerung wurden 8 kleine. Ich habe das Video oben im Eck und in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut unbedingt rein. Unbedingt. So sehen die 8 IKEA Sammlerkisten aus. In jeder Kiste bis zu 4 Spulen, ein Hygrometer und unten Silikaperlen zur Trocknung. Das Problem war aber, dass ich quasi jede Kiste rausziehen musste, wenn ich eine bestimmte Farbe gesucht habe. Das war frustrierend, umständlich und zeitraubend. Außerdem hatte es mich gestört, dass meine selbst umgespulten Rollen nicht automatisch von der AMS erkannt wurden. Das ist ja logisch, denn es fehlt ja auch der RFID-Chip. Auf Makerworld hatte ich allerdings vor einiger Zeit schon dieses Modell gesehen. Das verspricht, RFID-Chips zu recyceln und sie an die originalen Bambolab-Spulen klipsen zu können. Der Nutzer Anish hat dann sogar noch eine kleinere Version des Clips veröffentlicht. Das System hat mir gefallen, sodass ich die Clips verwendet habe. Das hat mich dann wiederum inspiriert, eigene Magnetclips zu konstruieren, die ich am Ende außen an meine IKEA Sammlerkisten klippen kann. Ich habe mich an der Größe der Filamentclips orientiert, da sie mir sehr gefallen hat. Hinten am Kästchen ist ein Loch für einen 1,5 x 6 mm großen Magneten. Außerdem hat das Kärtchen 2 Führungsschienen, um sie immer perfekt auf der Trägerplatte anbringen zu können. Die Trägerplatte selbst wird mit einer Schraube direkt an der IKEA Sammlerkiste montiert. Hier ist darauf zu achten, dass die Schraube ausreichend magnetisch ist. Je nach Legierung ist das tatsächlich nicht der Fall und das Kärtchen hält dann nicht so gut. Pro Sammlerkiste habe ich so Platz für genau 4 Plättchen. Schließlich sind ja auch bis zu 4 Filamentrollen in einer Kiste. Surprise! Damit die Trägerplatten einigermaßen gleichmäßig auf den Kisten angebracht werden können, habe ich zusätzlich diese kleine Bohrschablone konstruiert. Damit können die Bohrungen in Windeseile angebracht werden. Und die Plättchen sind auf allen Sammlerkisten einigermaßen gleichmäßig montiert. Wie immer habe ich eine Collection auf Makerworld erstellt und alle Teile darin verlinkt. Sie ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Unten, hier unten, hier. Für die RFID-Chips habe ich meine Version als separates Druckprofil hochgeladen. Und dann konnte es losgehen. Die Prototypen haben nach ein paar Testdrucken funktioniert und ich konnte RFID-Clips und Magnetlabels in allen Farben und Materialien drucken. Die Labels sind alle in PLA gedruckt, aber natürlich ist die Aufschrift entsprechend richtig. Also PLA, PETG, TPU, ABS und so weiter. Ihr wisst. Die Montage der ganzen Clips hat mich dann fast einen ganzen Mittag gekostet. Hier im Zeitraffer sieht man auch, dass ich ordentlich leere Bambolab-Spulen mit RFID-Chips gesammelt habe. Sobald eine Rolle leer war, habe ich sie beschriftet. Die Pappspulen behalte ich für ein kommendes Projekt auf, indem ich versuche, PLA-Filament zu recyceln. Lasst also unbedingt ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Chips habe ich immer mit der Schere abgeschnitten und dann mit etwas Plastikkleber in die Labels geklebt. Entgegen dem Original habe ich mich dazu entschieden, die RFID-Clips in 2 Teilen zu drucken und dann zusammenzukleben. Das hat dann auch ganz gut geklappt und meine Sammlung hat sich schnell vergrößert. Das Einsetzen der Magnete war zunächst eine Herausforderung. Nach ein paar Durchführungen habe ich aber dann eine Methode entwickelt, die mir sehr geholfen hat. Und zwar habe ich einen Magneten an eine Zange angebracht und dann über den Tisch in das Loch gepresst. Das hat wirklich super geklappt, aber ich habe das auch so oft gemacht, dass ich mir eine Blase am Mittelfinger geholt habe. Zur Sicherheit habe ich dann alle Magnete nochmal mit Sekundenkleber fixiert. Als Allmann wisst ihr ja, lieber einmal als viel als zu wenig. Vertraue ist gut, Kontrolle ist besser. Sicher ist sicher. Man kann nie vorsichtig genug sein. Naja, so sah es dann zwischendrin aus. Alle Magnete gepresst und alle RFID-Kärtchen geklebt. Ein paar hatte ich noch über, die habe ich erstmal nur beschriftet. Der nächste Schritt war dann das Bohren der Löcher. Trotz der Bohrschablone hat das bei 8 Kisten doch etwas gedauert. Die Bohrschablone selbst habe ich übrigens an einer sichtbaren Linie an der Sammlerkiste ausgerichtet. Die Position sollte also pro Kiste immer sehr ähnlich sein. Das Anbringen der Basisplatte hat dann auch nochmal gedauert. Pro Platte eine Schraube, eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Macht bei 8 Kisten insgesamt 96 Teile.
Es hat super geklappt, die Basisplatte hält gut und wie ihr sehen könnt, passen auch die Schildchen perfekt. Und dann war es endlich soweit. Die Arbeit der letzten Stunden und die Vorbereitung der letzten Wochen hat sich gelohnt. Alle Sammlerkisten waren mit Basisplatten bestückt und ich habe die Kisten auch schon sortiert, also beispielsweise ähnliche Filamente mit ähnlichen Farben in dieselbe Kiste gepackt. Schaut euch das fertige Ergebnis an. Einfach wow! Wow! Wenn sich jetzt etwas am Inhalt der Kisten ändert, kann ich die Plättchen innerhalb weniger Sekunden austauschen. Ich bin begeistert! Ein letztes Problem war jetzt noch, dass ich die ganzen Plättchen irgendwie lagern muss. Ich hatte auch schon gesehen, dass der Nutzer Robert West eine Gfinity Box für die RFID-Plättchen veröffentlicht hat. Das war perfekt. Ich habe die Box gedruckt, dann aber gemerkt, dass die Toleranzen sehr, sehr eng sind und meine Plättchen nicht gepasst haben. Darum habe ich diese zwei eigenen Boxen konstruiert. Eine für die RFID-Chips und eine zweite für die Sammlerkärtchen. Damit das bei mir dann direkt passt, habe ich übrigens erstmal nur eine kleine Ecke der Box gedruckt. So produziere ich weniger Müll und ich habe tatsächlich 3 Durchläufe gebraucht, bis alles gepasst hat. Außerdem habe ich noch ein paar reguläre Gfinity-Boxen gedruckt und so sah die fertige Box dann aus. Links die Magnetkärtchen, rechts die RFID-Kärtchen. Übrigens, das Einzige, was hier rechts sein darf, sind die RFID-Kärtchen. Der Rest bitte Mitte und links. Und alles schön gestapelt. Und in den regulären Gfinity-Boxen ist Platz für noch nicht montierte Plättchen oder übrige RFID-Chips. Richtig nice. Jetzt musste die neue IKEA Sammlerkiste nur noch im 3D-Druckraum montiert werden. Dazu habe ich ein weiteres Paar meiner Low-Profile IKEA Sammlerschienen gedruckt und dann montiert. Und das war's! Wann immer ich eine neue Filamentspule öffne, kann ich einfach die Schublade herausziehen, das passende Magnetplättchen rausholen und es an die Kiste anbringen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das praktisch, dumm, total schlau? Ich habe natürlich wieder alle 3D-Drucke kostenlos auf unserem MakerWorld-Profil veröffentlicht, also Bastelsaal. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet oder drückt auf den Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Meine Variante der RFID-Labels habe ich als separates Druckprofil auf der Seite des Autors hochgeladen. Das ist aber auch Teil der verlinkten MakerWorld Collection. Das war's. Bis dann. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao! Abonniert wirklich, bitte. Drückt jetzt hier auf Abonnieren, hier unten bitte und schreibt einen Kommentar. Das wäre wirklich super, weil ich brauche Traffic, Action, Feedback. Gebt mir eure Kommentare.